Hallo Freunde, die Geschichte kennt viele Beispiele, in denen Menschen gegen ihren Willen massenhaft ihre Häuser verlassen mussten. Eine davon ist der Fall der Stadt Centralia, Pennsylvania, die aufgrund eines unterirdischen Brandes, der Ende Mai 1916 ausbrach und bis heute andauert, verlassen wurde. Die Geschichte der Stadt beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann ging das Land des zukünftigen Hauptquartiers von Hand zu Hand. Das Vorkommen von Anthrazitkohle in diesem Gebiet versprach seinen Besitzern große Gewinne, aber erst in den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts wurden Schritte zur Entwicklung des Territoriums unternommen. Die Bull's Head Tavern wurde von Jonathan Faust eröffnet. So hieß die Siedlung in jenen Jahren. Im Jahr 18142 wurde das Land von der kostengünstigen Mountain Coal and Iron Company gekauft, die am Bergbau interessiert war. Der Bergbauingenieur der Firma, Alexandria, zog in die Gegend. Zusammen mit seiner Familie begann er, das Dorf zu planen, Straßen zu entwerfen und Land zu bebauen. Die Kohlevorkommen rund um die Siedlung blieben bis zum Bau der Eisenbahn im Jahr 18154 weitgehend unbeachtet. Danach begann das Dorf zu wachsen. 18166 Centralia erhielten den Status einer Stadt und ihren heutigen Namen. Auf ihrem Höhepunkt hatte die Stadt 7 Kirchen, 5 Hotels, 2 Theater, eine Bank, Lebensmittelgeschäfte und Herbergen. Ende des 19. Jahrhunderts lebten etwa 3000 Menschen im Hauptquartier. Viele von ihnen waren irgendwie mit dem Kohlebergbau verbunden. Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Stadt von einer großen Wirtschaftskrise heimgesucht. Die Minen mussten vorübergehend geschlossen werden. Trotzdem setzten einige Bewohner den Kohleabbau fort, um einer Hungersnot zu entgehen. Ohne die Ereignisse Ende der 1960er Jahre hätte sich die industrielle Entwicklung möglicherweise bis heute fortgesetzt. Die Einwohnerzahl der Stadt betrug damals etwa 12.100 Menschen. Es war eine gewöhnliche amerikanische Stadt, aber niemand hätte damals ahnen können, dass sie auf der ganzen Welt berühmt werden würde. Alles begann im Mai 19162. Die Anwohner bauten die stillgelegte Grube 1 der nahegelegenen Minen in eine gewöhnliche städtische Mülldeponie um. Die Stadt bereitete sich auf den Memorial Day vor, und um den Feiertag zu einem Erfolg zu machen, bezahlte der Stadtrat mehrere Feuerwehrleute, die die örtliche Mülldeponie in Brand steckten, um den lästigen Müllhaufen loszuwerden. Deponiebrände sind in Pennsylvania grundsätzlich verboten, daher gibt es keine schriftlichen Beweise für die Beteiligung des Berichts an dieser Aktion. Aber was kann man für eine gute Feier nicht tun? Dadurch konnten die Feuerwehrleute das Feuer nicht vollständig löschen und es ging unter die Erde. Es gibt zwar andere Versionen des Ursprungs des unterirdischen Feuers, aber sie alle beginnen mit der Mülldeponie der Stadt. In jedem Fall erfolgte der Start von der Deponie durch die Grube, das Feuer breitete sich auf die Kohlevorkommen aus. Er ging weiter unter Tage zu einem Bereich stillgelegter Minenschächte. Die Anwohner hatten keine Ahnung von dem Feuer, das sich unter ihrer Stadt ausbreitete. Zunächst versuchten die Behörden, den Vorfall selbst aufzuklären. 1916 baten sie das Amt für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz in Bergwerken um Hilfe. In den folgenden Jahren wurden viele Versuche unternommen, den Brandherd zu löschen, wobei verschiedene Methoden zum Einsatz kamen, die jedoch alle scheiterten. Diese Entwicklung der Ereignisse kam den Anwohnern zunächst so vor. Eher kurios als katastrophal, eine der damals 25 Jahre alten Anwohnerinnen erinnert sich daran, wie sie zu Weihnachten in ihrem ungeheizten Gewächshaus Tomaten erntete. Einige Nachbarn mussten im Winter den Schnee nicht räumen, weil er geschmolzen war. Mit der Zeit begann der Bürgersteig jedoch durchzuhängen. Im Boden bildeten sich Risse, aus denen giftiges Gas austrat. Bäume begannen abzusterben und Menschen wurden in ihren Häusern aufgrund der giftigen Dämpfe ohnmächtig. Alles Taktgefühl verwandelte sich in Angst, dann bohrten sie Schächte in die Stadt, um die Temperatur zu kontrollieren. Die Songtankstelle war wegen Überhitzung der Kraftstofftanks geschlossen. Die Menschen begannen langsam, ihre geliebte Stadt zu verlassen. Das volle Ausmaß der Katastrophe wurde den Menschen erst Anfang der 1980er Jahre bewusst. Zu dieser Zeit begann die Telefonzentrale die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Der Grund war ein Unfall, bei dem Todds Homeboy, ein 12-jähriger Junge, der in der Nähe des Friedhofs lebte, in ein etwa 1 Meter breites Loch im Dreck fiel, das sich plötzlich zu seinen Füßen öffnete. Dankbar gelang ihm die Flucht.
Die schnelle Reaktion seines Cousins und die Tatsache, dass er sich an einer Baumwurzel festhalten konnte. Der geschaffene Schacht war etwa 46 Meter tief und die heiße Dampfwolke, die aus dem Schacht austrat, enthielt tödliche Mengen an Kohlenmonoxid. Nach der Stodom-Geschichte begann man im Fernsehen über die Stadt zu sprechen und in den Zeitungen darüber zu schreiben. Schließlich erhielten die Bewohner eine Antwort vom Gouverneur des Bundesstaates AO. 2 Jahre später stellte der US-Kongress den Eigentümern 42 Millionen Dollar für den Kauf und Abriss aller Häuser in der Stadt zur Verfügung. Die Grundstücke wurden für 2,51000 US-Dollar pro Stück angeboten, was Ärger und Proteste hervorrief, da es nicht einmal mit Mühe möglich war, für diesen Betrag ausreichend Wohnraum zu erwerben, sich aber dennoch auf die Umsiedlungsbedingungen einigen konnten. Die Menschen begannen widerwillig, in benachbarte Städte zu ziehen. Die Vorstellung, mitten in eine unterirdische Feuerstelle zu fallen, kann nur beunruhigend sein. Dennoch gab es diejenigen, die ihre Heimat nicht verlassen wollten. Im Jahr 1919 waren es noch 63 Stück. Dennoch wurden etwa 500 Häuser abgerissen, mehr als 1000 Menschen umgesiedelt. Im Jahr 2002 hat der US-Postdienst sowohl den Hauptsitz als auch die Postleitzahl abgeschafft. Nach Angaben aus dem Jahr 2017 hatte die Stadt nur noch 10 Einwohner. Während im Hauptquartier noch eine Kirche aus dem frühen 20. Jahrhundert steht, da sie auf felsigem Gelände und nicht über einem Kohleflöz errichtet wurde. Heute ist Centralia nicht so sehr eine Geisterstadt, wie sie es gerne nennen, sondern eine große offene Stadt. Ein Gebiet mit einem Netz verlassener Straßen, fast alle Häuser wurden abgerissen, der Schutt beseitigt und die Zufahrtsstraßen entfernt. Jetzt führen sie nirgendwo hin, aber dieser Ort zieht einfach die Aufmerksamkeit von Touristen auf sich, die sich ungewöhnliche Reisen und verlassene Orte wünschen. Einer der ikonischen Orte für Touristen ist ein merkwürdiges Stück, die Autobahn ist völlig mit Graffiti bedeckt. Es wurde in den 1990er Jahren geschlossen, weil große Risse auftraten. Einige Reisende, die zu diesen Orten kamen, begannen über eine verlassene Autobahn. Hinterlassen sie verschiedene Inschriften und Zeichnungen. Im Jahr 2020 ist der Traum vom Terrarium bei amerikanischen Touristen aufgrund der Coronavirus-Pandemie genauso beliebt wie Graffiti auf dem Rest der Autobahn. Doch das gefiel den örtlichen Behörden nicht. Erstens ist der Bereich der Autobahn aufgrund des unterirdischen Feuers gefährlich, und zweitens wurde die Autobahn während des Höhepunkts der Pandemie zu einem Treffpunkt für eine große Anzahl von Touristen aus verschiedenen Ländern. Damals beschlossen die Behörden, dieses Wahrzeichen aus Gründen der Sicherheit der Menschen, auch über das Internet, mit Erde zu bedecken. Eine neue Petition darin nannte einen der schönsten Orte in Pennsylvania und verschwand damit. Erster ein Ort, der an das ungewöhnliche Schicksal der brennenden Stadt erinnert. Centralia ist ein sehr ungewöhnlicher und geheimnisvoller Ort. Die Stadt diente als Modell für viele verschiedene fiktive Geisterstädte. Roger Avary erforschte insbesondere das Hauptquartier, während er am Drehbuch für den Film Silent Hill arbeitete. Die Menschen, die einst hier lebten, besuchen noch immer die örtliche Kirche und die städtischen Gebäude der Stadt mit dem angrenzenden. Es verwirrt die Feuerwehrleute. Gleichzeitig geht das Untertagefeuer weiter. Experten zufolge werden die Kohlevorräte für die nächsten 250 Jahre ununterbrochener Verbrennung ausreichen. Und das ist alles für heute, Freunde, schickt ein Like und wenn das Video interessant war, schreibt Kommentare, bis bald.